Willkommen zu unserem exklusiven Interview mit Cornelius Huber, dem Inhaber in dritter Generation von Circular Uhren. Eine Uhrenmarke, die für traditionelle und qualitativ hochwertige Uhrmacherkunst steht. Herzlich willkommen, Cornelius. Danke, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Hallo Fini, vielen Dank. Lass uns mit einer ganz grundlegenden Frage anfangen. Was zeichnet die Marke Circular aus und auf welche Uhrenkategorien habt ihr euch spezialisiert? Ja, ich denke, Circular zeichnet ein paar verschiedene Aspekte aus. Zum einen haben wir eine tolle Tradition, eine tolle Geschichte von dem, dass es mein Opa in den 50er Jahren gegründet hat und dann mein Vater in den 70er Jahren übernommen hat und dann jetzt vor ein paar Jahren in meine Hände übergeben wurde. Von dem her haben wir eine fast 70-jährige Geschichte. Und in den 70 Jahren haben wir uns jetzt immer weiter auf die Funktionsuhren spezialisiert. Das heißt im Prinzip sehr robuste Uhren, die zuverlässig sind, vor allen Dingen mechanische Uhren. Im Moment ist unser Sortiment ausschließlich mechanische Uhren. Das war nicht immer so. Während der Quarzkrise gab es auch mal ein paar Quarzuhren. Aber der Fokus war eigentlich schon vom Beginn und jetzt auch wieder auf den mechanischen Uhren, robust, zuverlässig und vor allen Dingen auch unverwechselbar und eben das in dieser Tradition fortführend. Du hast gerade gesagt, dass Tradition bei euch eine ganz große Rolle spielt. Kannst du uns ein Beispiel geben, wie das bei euch in der Manufakturarbeit zur Geltung kommt? Ja, im Prinzip hat sich der Uhrmacherberuf in den letzten Jahrzehnten nicht sehr verändert. Die grundsätzlichen Handgriffe sind immer noch dieselben. Die Komponenten kommen bei uns in der Firma an. Die Uhrmacher kontrollieren die. Dann wird auf dem mechanischen Uhrwerk das Zifferblatt platziert, dann die Zeiger gesetzt. Und dann wird dieses Element wird dann in das Gehäuse eingeschaltet. Da ist sehr viel Feinarbeit nötig damit. Das sind sehr viele kleine Schrauben, man braucht eine sehr ruhige Hand und da geht es auch sehr viel um Präzision, damit eben auch nichts abrutscht, weil in dem Moment, wenn du mal mit dem Schraubenzieher abrutscht, hast du direkt einen Kratzer. Das sind alles polierte Teile oftmals. Man sieht es einfach. Deswegen es braucht eine ruhige Hand, es braucht Geduld, es braucht auch Erfahrung, um eine mechanische Uhr dann eben so präzise und qualitativ hochwertig zusammenzubauen. Ja. Qualität und Präzision spielen also eine große Rolle bei euch. Heutzutage sind die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit auch super wichtig. Wie geht Circular damit um? Ja, grundsätzlich muss man mal sagen, dass mechanische Uhren an und für sich was sehr, sehr Langlebiges sind. Ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Uhr von meinem Opa. Das ist eine von den ersten Circular-Uhren aus den 60er Jahren. Ja, die kann man aufziehen, an der ist im Prinzip noch nie was gemacht worden. Die funktioniert noch einwandfrei. Deswegen, also das Produkt an und für sich ist nachhaltig. Das ist schon mal, finde ich, eine schöne Sache. Ich habe auch selber Kinder und es ist mir auch ein wichtiges Thema. Deswegen versuchen wir da darüber hinaus auch noch ein bisschen was zu tun. Das heißt zum Beispiel, unser Verpackungsmaterial ist recycelt und auch zum Teil biologisch abbaubar. Wir haben uns aber auch für die nächsten, glaube ich, bis 2030 Ziele gesetzt, jedes Jahr, damit wir jedes Jahr ein bisschen nachhaltiger werden. Ganz konkrete Dinge, zum Beispiel, dass wir plastikfrei werden wollen, dass wir CO2-neutral werden wollen und damit einfach das Thema auch gut abdecken können. Glaubst du, dass Kunden wirklich gezielt nach Marken suchen, die solche Werte vertreten? Ja, ich habe da ganz interessant mal bin in einer relativ großen Uhrengruppe auf WhatsApp, da gab es mal eine Umfrage drüber. Es ist nicht kaufentscheidend im Moment noch bei den meisten, aber es schwingt auf alle Fälle schon mit. Und ich gehe davon aus, und ich glaube, das ist auch so, wenn man sich mit einigen unterhält, dass es mit der Zeit immer wichtiger wird. Aber wie gesagt, es ist mir auch selbst wichtig. Deswegen finde ich es halt auch wichtig, dass wir da was tun. Du hast eben erzählt, dass dein Großvater das Unternehmen gegründet hat. Wie verbindest du die Familiengeschichte mit der Marke? Na, zum einen bin ich es ja selbst, das ist ein Teil der Familie. Ne? Also das war mein Opa, dann mein Vater, jetzt mach's ich. Ich habe selbst 2 Jungs, hoffentlich macht so einer von denen mal weiter. Ne? Das ist natürlich auch schön. Die kommen schon immer morgens und sagen, Papa, wenn ich schon mein Handy in der Hand habe und nach Uhren gucke auf Instagram oder sonst irgendwo, dann sagen die, ja, Papa ist Uhr, das sind die schon ganz begeistert. Aber also da ist jetzt erstmal kein Zwang. Aber durch die Tradition, ich bin selbst mit Uhren aufgewachsen tatsächlich. Wir hatten früher auch einen Uhren- und Schmuck-Großhandel. Mein Vater hat die Uhren gemacht, hat Circular gemacht. Ich war mit ihm auch teilweise in den Ferien auf der Reise.
Ich fand Uhren immer toll. Und wenn man das dann so auch ins ganz Konkrete übersetzt, dann haben wir zum Beispiel als ich die Firma übernommen habe, war meine erste Kollektion die Aquasport. Das ist ein Skin Diver, nennt man das. Und die basiert tatsächlich auf einer Uhr von den 70er Jahren von meinem Vater. Das, wenn man das sich so anguckt, da sind schon viele ähnliche Designelemente. Aber wir haben natürlich auch dann eigene Ideen, vor allen Dingen ein bisschen Farbe, ein bisschen moderner gemacht. Hier und da mal ein bisschen kantiger. Und dasselbe eben mit der Uhr, die ich gerade vorhin schon gezeigt habe, mit dieser Wehrmachtsuhr hieß es damals in den 60er Jahren. Heute sagt man Fieldwatch. Die haben wir dann eben als Vorbild genommen für unser im Prinzip gerade im Moment bestverkaufendes Modell, die ProTrail Fieldwatch. Man sieht, wenn man die zwei Uhren nebeneinander legt, sieht man doch die Verwandtschaft davon. Deswegen, das war jetzt interessant. Auch letztens hatten wir jetzt den Launch der Facet, das ist die neueste Uhr. Da gab es im Uhrforum, hatte sich jemand die Uhr gekauft, in dieser Petrolfarbe, wie sie hier auch liegt. Und der hatte aus den 70er Jahren eine relativ vergleichbare Uhr von Circular, also so eine Vintage Circular. Der hat die beiden Uhren nebeneinander gelegt, ins Uhrforum gestellt und man sieht einfach, die sind verwandt. Mhm. Das ist eine Marke, das ist eine Designsprache und das bringt dann schon Freude und ich glaube, das macht dann auch dem Käufer oder dem Interessenten Freude, das zu sehen, wie es sich entwickelt. Ja, das spürt man auch richtig, wie du das erzählst. Ich habe abschließend noch eine Frage. Was möchtest du, was Menschen fühlen, wenn sie eine Circular-Uhr am Handgelenk tragen? Da es was Besonderes ist, ja, das ist kein x-beliebiges Produkt, kein Massenprodukt, kein Wegwerfprodukt. Es ist was von einem deutschen Familienunternehmen, das über 3 Generationen in Pforzheim aktiv ist, wo auch noch Uhren einfach wirklich verankert sind in der Stadt, bei uns in der Familie, in unserer Firma, in der Marke. Das ist so, was man als erstes mitbekommt, dass man dann, wenn man sich mit den Werten, die wir dann auch vertreten, identifizieren kann, dass man dann auch einen gewissen, so Stolz ist vielleicht ein großes Wort, aber das dann mittransportiert und dass man dann auf der Grundlage so ein bisschen seine eigene Geschichte mit der Uhr macht. Ne? Ich kann dir hier eine Geschichte erzählen zu der Uhr von meinem Opa, zu der Uhr von meinem Vater. Wenn sich jemand eine Circular kauft und die dann vielleicht an seine Kinder weitergibt, dann hat er mit der Uhr, ist er durch Australien oder Kanada gereist oder war vielleicht sogar bei der Geburt von der Uhr mit dabei. Viele Menschen kaufen sich auch eine Jahrgangsuhr, also von dem, die dann in dem Jahrgang gemacht ist oder produziert ist, wo das Kind geboren ist. Das sind so die Geschichten, die kann man mit einer Uhr weitererzählen und das ist das Schöne daran. Ja. Vielen Dank, Cornelius, für die spannenden Einblicke und in die Geschichte von Circular. Ja, danke dir. Und wenn ihr mehr über Circular erfahren möchtet, dann schaut euch gerne unsere anderen Videos an oder schaut auf der Internetseite circularwatches.com vorbei. Wir haben übrigens auch Social-Media-Kanäle, Instagram, TikTok, Facebook. Und ich würde sagen, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.